Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem heutigen Format. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar in einem Interviewcharakter habe ich heute Florian Keim zu Gast. Wir wollen heute über die integrale Planung sprechen und wie uns BIM das Leben erleichtern kann. Wie das alles in der Praxis aussieht, da erzählt uns gleich Florian mehr zu. Und ich habe gerade in meinen Vorbereitungen zu diesem Interview gemerkt, dass wir gar nicht auf LinkedIn connected sind. Das habe ich natürlich direkt nachgeholt. Und an euch da draußen, ich möchte euch nur wärmstens ans Herz legen, folgt uns doch auf LinkedIn, denn wir posten da die neuesten Errungenschaften, was wir gerade entwickelt haben, was implementiert wird in unseren neuen Versionen, auf welchen Messen wir sind und wo wir uns eventuell über den Weg laufen könnten. Ja, Florian, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du das mit mir machst. Und ich würde dich bitten, einmal kurz 2 Sätze dich vorzustellen für die paar, die dich noch nicht kennen. Ja, mache ich ganz gerne. Wie gesagt, mein Name ist Florian Keim. Ich bin in Karlsruhe als BIM-Manager tätig. Seit einigen Jahren habe hier während dem Studium das Thema BIM kennen und lieben gelernt und seitdem bin ich in diesem Bereich tätig. Sehr schön. Deswegen freue ich mich umso mehr auf unser Interview, unser Gespräch miteinander. Ich komme ja auch aus dem BIM-Management und war auch als Koordinatorin unterwegs, bevor ich zu Allplan gekommen bin und weiß genau, was das ist, wenn du sagst, kennen und lieben gelernt. Das ist einfach, irgendwann hat man das so inne und man lebt das und man liebt es, dieses auch weiterzutragen. Ich habe gesehen, du bist auch Dozent. Kannst du da noch was zu sagen? Ja, gerne. Also auch im Studium habe ich hier an der Hochschule in Karlsruhe begonnen, die CAD zu unterrichten. Ich schaue da immer, dass die Studierenden möglichst alles kennenlernen, möglichst einfach sich Spaß an dem Anwenden der Software haben. Wir schauen da tatsächlich erstmal ganz einfach nur uns Linien und Flächen an und gehen dann erst langsam peu à peu das Erstellen vom Modell rein, weil ich sage immer, wenn man das beherrscht, Linien und Flächen zu erzeugen, ist der Weg zu einem Modell auch nicht mehr weit, weil jedes Wandbauteil ist eine Linie und jedes Deckenbauteil ist eine Fläche und eigentlich haben wir dann schon das ganze Modellieren verstanden. Also ihr fangt beim Kleinen an. So ein bisschen ist das ja auch, wenn man dann neu zusammenkommt als Fachplaner-Team und ein großes Bauprojekt vor der Nase hat. Bei BIM ist Transparenz der Schlüssel. Wie schafft ihr das, dass die ganze Zeit ihr gewährleistet, diese Transparenz beizubehalten? Ja, also da ist, denke ich, immer der Schlüssel, das sollte immer oben dran stehen, ist immer die Kommunikation. Was man so klassisch von früher kennt, dieses Arbeiten in einer Blackbox, dass der Fachplaner sagt, er fängt jetzt an zu arbeiten und irgendwann nach ein paar Wochen kommt sein Ergebnis raus und dann schauen wir erst zusammen drauf, ist einfach in einer digitalisierten Planung eigentlich so nicht mehr möglich. Auch dieses Schritt-für-Schritt-Arbeiten, das sehen wir nicht mehr als zielführend. Wir können durch die BIM-Modelle und die Kollaboration darüber eben Unstimmigkeiten ganz schnell aufdecken und es ermöglicht uns tatsächlich auch das parallele Arbeiten. Somit kriegen wir einfach den ganzen Projektfluss zusammengeschraubt. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist da immer, die Fehlerkultur zu prägen und zwar zu sagen, eben, es ist in Ordnung, mal einen Fehler zu machen. Wir sprechen da offen drüber, wir schauen uns das gemeinsam an. Es wird jetzt niemand an die Wand gestellt oder an den Pranger gestellt, sondern es ist wichtig, diese Fehler zu machen. Ganz wichtig dann halt ist, diesen Fehler nur einmal zu machen und drüber zu sprechen und zu schauen, wie wir es verhindern können. Und dann kommen wir eigentlich immer ganz gut durch die Projekte durch. Ja, finde ich super interessant, dass du das sagst. Habe ich auch viel gelernt. Leute haben ganz Abneigung gegen dieses Wort Fehler und keiner möchte sagen, dass er Fehler macht. Ich meine, wir sind alle Menschen und vergessen mal was oder sehen was nicht im ganzen Zusammenhang. Und ich finde, da wird schnell die Qualität sehr, sehr viel besser, wenn wir alle miteinander ja, auf unsere Planung gucken und auch rechts und links gucken, ob wir was verbessern können. Ja. Genau. Wenn man dann so die unterschiedlichen Leute in so einem Planungsteam hat, dann hat man ja eventuell auch jemanden dabei, der so ein bisschen Bedenken hat. Ich lege jetzt meine ganzen Daten offen. Andere Leute können behaupten, da wären Fehler drin oder sehen eventuell Fehler, weil ich ja schon ganz am Anfang sehr transparent bin. Wie würdest du jemanden abholen, der solche Bedenken hat? Generell
habe ich jetzt wenige Erfahrung damit gemacht, dass tatsächlich jemand so extreme Bedenken hat. Man hört es immer mal wieder, dass man, ist das auch alles DGSVO-konform? Wir sagen da immer, die Grundlage für unser Miteinanderarbeiten ist immer der BAP, der BIM-Abwicklungsplan. Und dort ist im Prinzip alles geregelt und auch juristisch abgesichert, ist alles geregelt, was ausgetauscht wird und wie ausgetauscht wird. Auch wir haben mit unseren Bauherren Vereinbarungen, welche Daten wie gehandhabt wird. Also da ist eigentlich alles immer in trockenen Tüchern. Also wir haben eigentlich weniger Gegenwehr mit zwecks Offenlegung, sondern mein Gefühl ist eher, das ist immer eher eine Unkenntnis über die Zusammenarbeit und somit eigentlich eine Abwehrhaltung und diese Gegenwehr dann eher so vorgeschobenes Argument ist. Also da ist tatsächlich, alle sagen, wir können BIM, wir machen BIM, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, merkt man ganz schnell, wo es noch ein bisschen hapert, aber das kriegen wir dann auch alles im Laufe des Projekts eigentlich auch immer in den Griff. Wir definieren eben hier in unserem BAP dann ganz genau, welche Informationen werden benötigt, welche werden verarbeitet, wie werden sie verarbeitet und vor allem auch wann werden sie verarbeitet. Das ist ganz wichtig, eben in diesem Projektverlauf zu sehen. Und dann findet unser Datenaustausch ausschließlich bei uns in unserer CDE statt. Da kann man sowieso von ausgehen, diese CDE, damit sie eben auch laufen kann, ist natürlich DSGVO-konform. Ja. Ja, das sprichst du ein guter Punkt an Unwissenheit. Ich glaube, die Aufklärung macht da vieles und es ist sehr schön zu hören, dass ihr eure Fachplaner an die Hand nehmt. Jetzt gehen wir mal rein. Du hast gesagt, ja, wir machen das zusammen und wenn wir zusammen planen, bedeutet das natürlich auch, dass wir sehr flexibel sind, weil wir über Dinge frühzeitig sprechen. Und kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich dich jetzt hier schon habe? Kannst du mir von positiven Effekten erzählen, die diese BIM-Methodik vielleicht in Projekten hatte? Ja, gerne. Ein Beispiel wäre vielleicht erste Tragwerksanalysemodelle. Also wenn wir mit einem Statiker zusammenarbeiten, wir haben einen Statiker bei uns an der Hand, der wirklich absolut BIM geprägt ist und eigentlich kein Projekt mehr anders machen möchte, keine 2D-Pläne mehr austauschen möchte. Sehr sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Ich arbeite übrigens auch mit Allplanen tatsächlich, aber der Austausch findet tatsächlich dann immer über IFC statt. Also da sind wir schon standardisiert und möchten eigentlich diesen IFC-Weg auch, den OpenBIM-Weg tatsächlich gehen. Ja, der treibt uns tatsächlich auch manchmal ein bisschen, weil er mehr haben möchte, als wir das vielleicht mal vereinbart haben. Und das ist immer eine ganz spannende Sache auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall sehr viel Freude, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Ja, Tragwerksanalysemodell, ganz früh, vielleicht schon im Entwurf, einfache Modelle. Wir haben sehr wenig oder eher auch der Statiker hat einen sehr geringen Aufwand, weil er direkt unser Modell nehmen kann, das sich in die Software einlesen kann und dort analysieren kann. Dabei ist es allerdings, da müssen wir auch nochmal, und das ist wieder die Kommunikation, müssen wir darauf achten, müssen wir auch im BAP vorher festlegen, dass wir den Austausch genau definieren, uns genau anschauen und vor allem ein Verständnis für die verschiedenen Blickrichtungen bekommen. Wir haben da gemerkt, einfach, dass wir in der Architektur, im Grundmodell anders auf ein Modell, auf die Planung schauen, wie es der Statiker zum Beispiel, ein Beispiel wäre jetzt hier zu nennen, wir haben eine Wand, eine Stahlbetonwand mit 2 Öffnungen drin. Wir sehen da als Architekten eben eine Wand mit 2 Öffnungen. Der Statiker sieht da eine Wand, eigentlich eher weniger eine Wand, sondern sieht dort Unterzüge und Stützen und da drin halt ein Loch. So, und da müssen wir eben ganz klar definieren, was bekommt er, wie kann er es dann auch verarbeiten. Und dann ein ganz interessanter Punkt da ist ja auch immer zu schauen, wie blickt er auf das Modell und wie wir. Also in der Architektur schauen wir immer von unten nach oben. Wir beginnen im Erdgeschoss und schauen dann die anderen Geschosse an. Und der Statiker geht eher natürlich im Kraftverlauf von oben nach unten. Und so sind auch die Modelle bei ihm eigentlich aufgebaut. Und das ist für uns in der Kollaboration und auch mit anderen Fachmann immer sehr schlecht, wenn wir die Modelle von oben nach unten aufbauen, in der Struktur sozusagen. Das heißt, man kann ganz schlecht immer in die Modelle reinschauen, wenn man sich zum Beispiel nur in einem Model Viewer mal das Erdgeschoss anschaut, dann ist mir die Deckenplatte im Weg. Das sind Kleinigkeiten, aber trotzdem finde ich immer ganz wichtig anzuschauen. Das stimmt.
Vor allem ist es ja so schön, dass man es ja anschauen kann, weil das Modell interessiert sich nicht, ob du von unten nach oben guckst oder von oben nach unten. Du hast alle Daten vor der Nase. Und es ist im Prinzip ist es ja jetzt auch kein großes Ding. Ne? Man denkt immer, ja gut, dann schaltest du die halt aus, aber ist in der Handhabung, und da lege ich immer sehr großen Wert drauf, die Handhabung von Modellen in der Software, die muss möglichst einfach gehalten werden. Wenn wir das im Vorhinein schon betrachten können und da Regeln aufstellen können, dass einfach jeder, der vielleicht jetzt nicht so mit einem Modell oft arbeitet, aber einen einfachen Zugang zum Modell hat, ist auf jeden Fall mal viel gewonnen. Jetzt sprichst du gerade davon, vom Tragwerksplaner. Wir haben ja öfter das Problem, oder du hast es eben auch schon angesprochen, wir planen nicht mehr hintereinander, sondern gleichzeitig quasi. Wie ist da so die Erfahrung, wenn die verschiedenen Gewerke, gerade TGA und Tragwerksplanung, die sind normalerweise gewohnt in einem Standardbauvorhaben ohne BIM, dass sie nacheinander arbeiten. Wie bringst du denen das bei, dass die plötzlich jetzt gerade die TGAler schon zu einem verfrühten Zeitpunkt und bevor irgendwas feststeht, am besten mit ihrer Planung anfangen? Ja, das ist ganz, ganz interessant. Das ist auch wieder, da kommt auch wieder im Prinzip der BIM-Ablehnungsplan mit ins Spiel und vor allem dann eine Art Terminplan, die wir aufstellen. Wir gehen da sehr stark auf das Thema Lean Design. Das heißt, dass wir tatsächlich eben definieren, zu welchem Zeitpunkt welcher Teil der Planung stattfindet. Wir fragen im Prinzip dann auch unsere Fachplaner an, sag uns bitte, in welcher Woche du was tust. Also wir sagen den Fachplanern tatsächlich, bilde hier Wochenpakete. Also sage uns nicht, ich starte an Tag X und ich ende an Tag X, dann kriegen wir so einen Gantt-Chart-Terminplan, sondern wir sagen wirklich feinteiliger runtergebrochen, jetzt nicht auf Tage, sondern einfach in Wochenpakete. In der Woche findet zum Beispiel die Schlitz- und Durchbruchsplanung fürs Kellergeschoss statt. Und in der nächsten Woche können wir das Gleiche dann auch fürs Obergeschoss machen. Da finden natürlich auch noch andere Dinge statt, aber das wäre so ein Arbeitspaket. Und wenn wir das alles definiert haben, wer auch dann für welche Sachen wie lange braucht, können wir einen ganz schönen Wochentaktplan aufstellen. Wir machen dann am Anfang des Projekts, wenn alle Fachplaner mit an Bord sind, machen wir einen Kick-Off-Termin, wo wir eben dann genau diesen Strukturplan, diese Planung der Planung machen und dann somit besser durchs Projekt dann auch durchlaufen können. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, nächste Woche bekomme ich diese Information, diese Woche ist das dran und jetzt kann auch nicht der Architekt anrufen und sagen, bitte mach mal schnell, sondern es ist einfach alles definiert. Wir können und kriegen so im Prinzip auch eine Ruhe in die Planung rein. Wir kriegen bei den Fachplanern eine Ruhe, aber eben auch bei uns kriegen wir eine Ruhe rein, dass wir einfach sagen können, wir können da ganz gemütlich durchs Projekt durchgehen. Wir wissen, wann wir was zu liefern haben und brauchen uns nicht stressen. Ja, wie ist das mit, wenn du sagst liefern, habt ihr dann auch die festgesetzten Punkte, wann ihr Modelle konsolidiert? Ja, ganz genau. Das wird auch festgehalten. Wir machen meistens so, in den meisten Projekten von uns findet es dann wöchentlich statt, dass ein Modell geliefert wird. Oder es findet zweiwöchentlich statt. Das ist dann immer auch vom Projekt abhängig, aber auch von der Projektphase im Prinzip abhängig, wann Modelle geliefert werden. Auch da geben wir immer den Hinweis, es gibt kein fertiges Modell. Liefer das, was du hast. Und wenn wir dann eine Planungsbesprechung machen oder eine Koordinationsbesprechung machen, kann man immer noch sagen, ja, da sind wir noch nicht dazugekommen und dann können wir auch unseren Terminplan im Prinzip auch wieder anpassen. Kann ja immer mal passieren, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas ein bisschen sich verzerrt. Aber eben wichtig ist, dann gleich drüber zu sprechen und dann kann man nachsteuern. Und somit kommen wir da eigentlich ganz gut durch und eben Modellaustausch gibt es immer eigentlich einen standardisierten Zeitplan. Das ist auch ganz wichtig für uns in der BIM-Koordination, dass wir verlässlich die Modelle eben zu einem bestimmten Zeitpunkt erhalten, dass wir auch mit unserer Prüfung anfangen können. Weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn ich da meinen Kollegen sage, am Montag um 11 Uhr bekommst du alle Modelle und am Montag um 18 Uhr sitzt er immer noch da und wartet auf ein Fachplanungsmodell oder aufs Architekturmodell. Das ist natürlich nichts. Da gibt es auf jeden Fall immer diese festen Zeiten. Ja, was ja allen hilft, genau wie du sagst. Ja, natürlich, was allen hilft, ja.
Wie macht ihr das? Jetzt sagst du, was, jetzt stell dir vor, jemand struggelt. Er kommt nicht so schnell hinterher. Er hat Probleme mit seiner Software. Wir sind ja im Open BIM-Prozess und jeder arbeitet mit seiner favorisierten Software, weil wir uns ja im BAP ja darauf geeinigt haben, welches Austauschformat wir benutzen, das ist die IFC. Und was macht ihr, wenn ihr merkt, dass da jemand noch was braucht, quasi, um die gleiche Geschwindigkeit an den Tag zu legen wie die anderen Fachplaner? Ja, wichtig ist eben, dass es dann eben auch sagt. Ne? Da ist Kommunikation. tatsächlich diese Kommunikation, kommen wir wieder zum Anfang. Nee, das ist einfach wichtig, dass er dann sagt, hey, ich habe da ein Problem. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ne? Also da kommt dann schon wieder ein bisschen eine Blackbox rein. Wir versuchen da tatsächlich aber Fachplaner auch an uns zu binden und zu gucken, wenn er es mal mit uns ein gutes Projekt gemacht hat, dann versuchen wir den natürlich auch wieder ins nächste Projekt mit reinzukriegen. Und es kommt Vertrauen. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich kennt, dass man sich vertraut und somit dann eben auch Fehler vermeidet. Und diese Abwehrhaltung, die müssen wir einfach loswerden. So, das heißt, ihr macht von Anfang an ein Onboarding und da wird dann sich ausgetauscht, wer welche Dinge wie weit schon kann, gerade wenn neue Fachplaner dabei sind, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Wir von Allplan bieten ja auch jede Menge Schulungen an zu dem Thema. Das kann ich auch jedem wärmstens ans Herz legen. Wir begleiten jeden, der anfangen möchte, vom Modeler bis hin zum Practitioner, BIM-Manager, dass man einfach das Gefühl dafür bekommt, weil keiner muss das sofort können. Viele haben im Kopf, dass sie jetzt muss ich BIM können und sofort und man kann sich vieles aneignen und erlesen, aber klar, vor dem ersten Projekt, bis da so ein bisschen Routine drin ist, dauert es einfach ein bisschen. Ja, ganz genau. Es ist ein schleichender Prozess. Auch wir haben gesagt, klar, es gibt BIM, aber was ist das genau? Gibt es da bestimmte Anwendungsfälle oder kann man sagen, ich kaufe jetzt ein Paket BIM und dann funktioniert es? Haben wir auch gemerkt, das geht einfach nicht, ne? Sondern wir müssen da von Anwendungsfall zu Anwendungsfall denken. Auch wir haben gesagt, dass wir uns spezielle Anwendungsfälle rausgreifen und dann auch eher weniger machen, als jetzt sagen, hey, wir können alles. Natürlich können wir alles, aber wirklich standardisiert haben wir im Bereich nur eine Handvoll an Anwendungsfällen. Und die können wir aber nahezu mit einer Perfektion und das das treibt uns auch an, dass wir da immer weiterkommen. Das sind unsere Anwendungsfälle, wo wir eben gesagt haben, wir schauen nur auf bestimmte Sachen. Ja, wir könnten natürlich ganz viel über BIM machen, aber eigentlich die Dinge, die wir gut können, die machen wir auf jeden Fall. Die nehmen wir in unsere Vorlag BIM-Anwendungsfälle rein. Das machen wir auf jeden Fall, nicht mehr, nicht weniger. Mehr können wir tatsächlich trotzdem machen, ne? Aber diese Standarddinge, diese 4 Standarddinge, die machen wir. Und die gibt es bei uns sowieso auch immer mit dazu. Kann man sich gar nicht wehren, weil das einfach Sachen sind, die wir für unseren Projektablauf zwingend brauchen. Sonst können wir da gar nicht durchkommen. Aber dann eben auch gibt es natürlich mehr Sachen, die man machen kann, dazu kaufen. Und du hast schon angesprochen, Weiterbildung ist natürlich ein großes Thema. Ihr bietet von Allplan, bietet ja sehr viel an. Wir bieten ja auch gemeinsam an der Hochschule Karlsruhe eine Weiterbildung an, die da auch dann wirklich ins Detail reingeht. Also man kommt dann da mit einem Zertifikat dann auch wieder raus. Heißt BIM Professional. Also da wirklich eine ganz intensive Schulung, die wir da machen und dann wirklich Theorie, einen großen Theorieteil haben, aber auch einen wirklichen großen Praxisteil, wo wir eben aufs Modellieren draufschauen und aufs Verwenden von Modellen und wie wir Modelle verwenden können. Und das bringt uns dann eben auch wieder zurück bei uns. Wir haben eigentlich unsere Planer eigentlich alle geschult und schicken die auch immer wieder dahin, dass sie einfach das kennen und lernen, was man im BIM-Bereich macht. Und das entwickelt sich ja auch stetig weiter. Es ist sehr schnell, was es hier immer an neuen Dingen gibt. Aber auch in den Projekten ist ganz wichtig. Wir als BIM-Team, kleines BIM-Team hier bei uns in Karlsruhe, wir begleiten tatsächlich auch unsere Planer oder unsere Projektteams in den Projekten und sagen jetzt nicht, hier am Anfang machen wir einmal eine Schulung, da ist der Anwendungsfall, jetzt mach's, sondern das ist schon ein sehr enges Zusammenarbeiten und dann eben aber auch mit den Fachplanern. Wir lassen die Fachplaner natürlich nicht alleine, aber da halt auch wieder die müssen
natürlich dann auch zu uns kommen und sagen, hey, wir bräuchten da mal Hilfe, kannst du uns da helfen? Wie schauen wir uns das an? Und wir helfen da immer, wir sind immer bereit, natürlich da zu helfen und dementsprechend auch immer auf der Suche nach Fachplanern, die bereit sind und die Lust haben, die Bock haben auf BIM und mit uns da den Weg zu beschreiten. Ja, hier ein Aufruf an alle Fachplaner, die Bock haben auf BIM. Genauso wie der Aufruf an alle Entscheider, schickt eure Mitarbeiter in Schulungen und ja, lasst sie versierter werden und somit routinierter. Und es ist egal, wo man geschult wird, Hauptsache, man schaut es sich an und kommt rein und fühlt sich halt wohl in der Materie und steht nicht mehr vor dieser riesengroßen Mysterium BIM und wo kann ich es kaufen. So. Du hattest eben, bevor wir in das Schulungsthema reingegangen sind, so ein bisschen erzählt, dass ihr alles durchplant und durchtaktet und dass eine extreme Ruhe somit in diese ganze Planung reinkommt, weil jeder weiß, was er zu erwarten hat und was er zu liefern hat. Jetzt ist die Frage, ist das denn alles dann noch agil? Was ist, wenn Änderungen kommen? Und wie geht ihr mit den Änderungen um? Und gibt es positive Effekte oder ist BIM, kann nicht geändert werden? Also einmal steht fest und immer. Absolut nicht, absolut nicht. Das wäre ja Totschlagargument, wenn das so wäre. Nee, eben. Das ist dadurch, dass wir so eine Planung der Planung aufstellen, dass wir diese Wochenpakete definieren, genau dadurch ist es uns möglich, auch auf Änderungen kurzzyklisch zu reagieren. Und ohne dass uns das komplett aus dem Prozess dann rauswirft oder aus dem Konzept rauswirft, weil wir jetzt müssen wir noch schnell was einarbeiten aber eigentlich haben wir auch keine Zeit. Ich muss ja übermorgen schon die Pläne fertig haben. Der Plan ist eigentlich mehr oder weniger fertig, wenn wir im Prozess schon richtig drin sind, wenn wir die Wochenpakete durcharbeiten. Und dann kommt eine Änderung, dann ist es wirklich ein Klacks, das einzuarbeiten. Und da eben auch ganz wichtig, wenn dann ein BIM-Modell hinten dran steht, mache ich die Änderung, arbeite ich ins BIM-Modell ein und ich habe es sofort in allen Plänen drin. Das ist dann wirklich der große Vorteil von BIM. Alle Pläne sind immer abhängig vom Modell und eben ich muss nicht, eine Wand verschiebt sich, ich muss in 25 Schnitten und in 3 Grundrissen und in 2 Ansichten noch überarbeiten, sondern es passt sich einfach immer direkt an. Und ja, das ist für mich eigentlich einer der größten Benefits von BIM. Kannst du uns hier was zeigen? Ja, also wenn wir eine BIM-abhängige Planung machen möchten, wenn wir mit Fachplanern über das Modell kommunizieren möchten, ist immer eben ganz wichtig, das Aufstellen von dem Auftraggeber Informationsanforderungen. Also warum wird welche Information und wann benötigt, das wird dort definiert und eben der BIM-Abwicklungsplan, der sagt im Prinzip, wer stellt wann, wo, wie, für wen, welche Information bereit. Das ist sozusagen die Spielregeln, die wir zusammen eben über das Modell arbeiten möchten. Und das ist ja ein Punkt, den ich vorher schon mal angesprochen habe. Bei der Kollaboration ist ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir transparent und offen arbeiten und dass wir für uns vor allem vertrauen. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen Verständnis füreinander haben. Das hatte ich ja auch mit dem Statiker zum Beispiel, das Beispiel angebracht. Somit kommt Vertrauen und somit können wir kollaborieren. Und das krasse Gegenteil wäre eben diese Blackbox. Wir kennen uns nicht, es kommt zu Missverständnissen, Misstrauen kommt auf, es kommt zur Konfrontation. Das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen die Transparenz leben und die Intransparenz da eben dahingehend abschaffen. Und das ist jetzt hier, genau so bauen wir dann eben unsere Planung auch auf. Wir sehen jetzt hier aus dem Planungsmeeting, wir sehen auf der linken Seite, sehen wir jetzt hier zum Beispiel so einen Wochentaktplan, wo jeder Arbeitsablauf in eine Woche reingesetzt wird und wir immer genau steuern können, wann was stattfindet und somit eben dann eben sowas, wie wir jetzt hier sehen, eine Kollaboration über das Modell. Hier sehen wir es in der Software Solibri jetzt dann auch eben digital voneinander getrennt. Das ist eine Aufnahme, die ist schon ein paar Tage alt, kommt jetzt hier tatsächlich aus der Corona-Zeit noch. Da hat es natürlich einen ganzen Booster bekommen, weil wir waren darauf angewiesen, irgendwie digitale Wege zu finden, wie wir unsere Projekte trotzdem weiter planen können. Und somit hat es eigentlich alles immer, war da tatsächlich positiv für uns. Wenn man jetzt mal hier so in so einem speziellen Anwendungsfall rausführt, die Schnitz- und Durchbruchsplanung, was in der Planungskoordination tatsächlich da betrifft, dann haben wir da immer so ein paar Fachmodelle und diese sind auch wieder in Teilmodelle aufgeteilt. Also hier die Planungsmodelle von den Fachplanern jetzt mal hier rausgenommen, einfach nur diese Modelle. Und dann hier unten drunter sieht man noch die Schlitz- und Durchbruchsplanungsmodell. Das ist Provision for Void, sagen wir dazu, Provision for Void Modell, in dem eigentlich nur die Durchbruchskörper drin sind. Und wenn wir das haben, dann bekommen wir eigentlich so einen ganz schönen Workflow mit rein,
wie wir hier miteinander koordinieren können. Also wir können dann die Modelle eben übereinander spielen. Hier nochmal das Provision for Quality, TGA-Modelle und das Architekturmodell. Alles zusammen gibt es dann unser Koordinationsmodell und wir können prüfen. Da kommen dann eben solche Sachen bei raus. Das ist vielleicht am Anfang ganz wichtig, sitzen alle Modelle, alle Modelldaten an der richtigen Stelle. Und Fachplaner setzt natürlich dann seine Durchbrüche irgendwie dann auch wieder nicht ganz in die Wand rein, sondern, wie man es jetzt hier sieht, ein bisschen versetzt. Das kann man da natürlich dann vielleicht drauf reagieren, aber immer die Frage, woher kommt es? Hat der Architekt seine Wand verschoben oder hat der Fachplaner die Modelle nicht übereinander liegen? Hier tatsächlich waren die Modelle nicht richtig übereinander und das ist natürlich ein Worst Case, wenn wir aneinander vorbeiplanen und dann am Schluss stellt sich raus, oh, die Dinge passen gar nicht rein, weil die Fachmodelle zueinander verschoben waren. Die Fehler wollen wir auf der Baustelle nicht haben. Die wollen wir auf der Baustelle, hier die Klassiker, wollen wir auf der Baustelle nicht haben. Hier jetzt im Prinzip gar nicht so schlimm, weil es eine Trockenbauwand, da kann ich auch nochmal ein Loch reinschlagen. Aber auch da, wir sehen es gleich noch, ist natürlich die Frage, prüfen wir Durchbrüche in Trockenbauwänden? Ja, nein. Ich habe da ein Beispiel, dass ich sage, natürlich, wir schauen da einfach schon mal drauf und wenn wir es schon mal richtig koordiniert haben, dann läuft die Baustelle auch sauber glatter durch und wir müssen da nicht auf der Baustelle wieder an der Wand stehen und uns überlegen, wie können wir jetzt da durch und dann vielleicht noch einen Wechsel einbauen. Aber sehen wir im Prinzip gleich. Auch solche Sachen, die verschiedenen Gewerke kommen zusammen, wollen an einer Stelle irgendwie durch eine Wand durch. Der eine an einer bisschen anderen Stelle als der andere. Und dann kommt natürlich jetzt hier, sehen wir jetzt zwei Durchbruchskörper. Einmal in Blau war, glaube ich, ist HLS und Rot ist Elektro. Und da führen wir natürlich dann die Sachen zusammen und sagen, guck bitte, dass ihr durch einen Durchbruch durchkommt. Spart Zeit später auf der Baustelle und vor allem Nerven, dass wir diese Leitungen aneinander vorbeikommen, weil dann auch schauen die beiden Gewerke aufeinander, wie das dann durchläuft. Und jetzt eben dieses Beispiel, was ich vorher schon angesprochen habe, prüfen wir Durchbrüche in Trockenbauwänden. Ja, das sagt die Baustelle, brauchen wir eigentlich nicht. Da rauschen wir einfach durch und wenn wir einen Wechsel brauchen, brauchen wir einen Wechsel. Ich sage da, wir können das aber natürlich im Vorhinein mit wenig Aufwand schon vorab prüfen. Wir können hier gucken, wo sitzen die Ständer in der Trockenbauwand und kollidiert eventuell mein Durchbruch mit so einem Ständer. Das ist natürlich Benutzt immer die Frage, ihr das Tool? Benutzt ihr das iPad-Tool? Ja, genau. Ja. Komme ich da dazu. Hier ist natürlich die Frage, wie koordinieren wir das Ganze miteinander? Beziehungsweise sage ich natürlich hier, wir kollidieren hier mit dem Ständer und dann greifen alle auf, ja, modellieren wir jetzt die Ständer in den Trockenbauwänden? Das brauchen wir natürlich nicht, sondern wir gehen da intelligent an die Sache ran und sagen, bei einer Tür, die Tür modellieren wir natürlich, bei einer Tür in der Trockenbauwand haben wir auf jeden Fall einen Ständer, der von oben bis unten durchläuft, damit wir die Tür befestigen können. Ja, und somit können wir sagen, wenn also ein Durchbruch irgendwie in den Bereich der Tür einbindet, dann wissen wir, dort ist ein Ständer, also sollte man da vielleicht darauf reagieren, schauen uns nochmal an und können das genauer dann definieren. Ja, also das sind so die Sachen, wir sehen es jetzt hier nochmal im Prinzip von oben. Somit kommen wir dann im Prinzip in so richtig schönen Workflow rein. Also wichtig ist eben, dass wir die Stütz- und Durchflussplanung nach einem bestimmten Ablauf machen. Da hilft uns vom Building Smart Verein oder mit Zusammenarbeit mit VDI ist diese 2552 entstanden. Das ist der genaue Workflow oder Part 11.2 ist der genaue Workflow eben von Stütz- und Durchflusssplanung. Dort stand im Prinzip auch dieser Ablauf, dieser Arbeitsablauf her. Wir haben den für uns ein kleines bisschen angepasst, weil wir gesagt haben, wir müssen gucken, wie wir da wirklich immer auch dann iterativ durchkommen. Das heißt, am Anfang eben erstellt der Fachplaner TGA, HLS und ELT, erstellt die Durchbrüche, die übergeben sie uns, wie wir es vorgesehen haben, als IFC, als Durchbrüche. Wir prüfen diese, und zwar nicht nur die Architektur prüft, sondern auch der Tragwerksplaner zum Beispiel prüft, ist es statisch tragen. Und dann ist immer die Frage, ist dieser Vorschlag okay oder nicht? Also es ist wirklich ein Vorschlag, ein Durchbruchsvorschlag. Wenn diese nicht okay sind, wenn es irgendwelche Abhängigkeiten gibt, der Architektur sagt, hey, der Durchbruch hängt unterhalb der Abhangdecke, der Statiker sagt, das ist statisch noch nicht möglich, läuft es dann als BCF zurück an die Fachplaner, die arbeiten das bei sich dann wieder in die Modelle ein und es entsteht dann hier sozusagen ein iterativer Prozess, den wir durchlaufen. Und wenn dann alle Vorschläge kollisionsfrei sind, können wir sagen, ja, die geben wir weiter. Und dann kommt tatsächlich erst der Teil. Und das ist der große Unterschied dann zwischen einer zweidimensionalen Planung und eben dieser dreidimensionalen Stütz- und Durchschussplanung, dass wir dann erst in unsere Fachmodelle die Durchbrüche übernehmen.
Bis dahin haben wir gesagt, ja, wir wissen ungefähr, wo die Durchbrüche liegen, aber eigentlich ist uns das noch nicht wichtig, dass wir die bei uns im Modell haben und dann bei jeder Änderung vom Fachplaner auch wieder bei uns anpassen müssen. Sondern wir sagen, wir können das in den Modellen anschauen, in dem in dem Koordinationsmodell können wir das anschauen und erst dann, wenn alles richtig ist, können wir es übernehmen und da gibt es dann ja auch dann, das können wir uns auch gleich anschauen, werden die in die Modelle übernommen und somit auch wieder die Koordinationsmodelle. Und auch da gibt es ja dann ein schönes Tool von Allplan, was wir nutzen. Da kann man das sehen. Also wir haben hier die Fachmodelle, wir sehen dann die graue Würfelchen, das sind die Durchbruchsvorschläge. Und dann mache ich jetzt hier dieses Tool auf. Ich markiere die Durchbruchsvorschläge, prüfe sie nochmal, akzeptiere sie und somit habe ich dann auch gleich die Löcher im Modell drin, unsere Durchbrüche. Und die sind auf der richtigen Höhe erstellt. Sie sind in der richtigen Abmessung erstellt. Ich brauche sie also im Prinzip nur noch für einen 2D-Plan beschriften und bemaßen. Und ich kann mir sicher sein, dass diese Durchbrüche stimmen. Und wenn der Workflow hier dann auch ideal gelaufen ist und wirklich alle gesagt haben, hey, die sind dort an der richtigen Stelle, dann verschieben die sich auch nicht mehr. Ja. Außer der Bauherr kommt natürlich dann wieder mit einer großen Änderung ums Eck und sagt, aus meinem Technikkeller möchte ich jetzt den Fitnessraum machen. Da müssen wir natürlich lustig, da wieder rangehen. Das hatten wir mal. Ja, also ja, aber dann kann man natürlich sagen, ja, lieber Bauherr, okay, dann, wenn du das haben möchtest, können wir dir gerne machen. Der Baustart verzögert sich, beziehungsweise die Baustelle dauert länger. Wir müssen hier sehr viel umarbeiten und kostet 5 Mark mehr am Schluss. Ja. Ja. Vor allem, man kann es ja zeigen, was sich alles ändert. Ja. Und das ist so schön, auch bei Bauherren, die nichts damit zu tun haben. Genau. Modelle sind so, dieses Visuelle, man holt die viel besser ab und man kann viel besser kommunizieren, warum das denn alles so lange dauert. Und weil nichts geht auf Knopfdruck mal eben kurz. Ja. Ich kann mir tatsächlich gar nicht vorstellen, wie das früher war in der 2D-Planung, Durchbrüche zu kontrollieren. Das muss ja die Hölle gewesen sein. Also ich habe das tatsächlich auch mal mitgemacht. Wir können hier nochmal ein paar Bilder zeigen. Ich habe das auch tatsächlich mal mitgemacht. Da kommen dann die Fachplaner, unsere Fachplanlisten jetzt auch nicht unbedingt bei uns ums Eck oder vielleicht in der Stadt, sondern die sitzen in ganz anderen Städten und dann wird aus halb Deutschland angefahren. Die Fachplaner kommen da mit 2, 3 Mann, die dann an dem Tag nicht planen können, sitzen stundenlang im Auto für die Hinfahrt, um sich dann ein paar Stunden bei uns an den Tisch zu setzen. Die Pläne werden übereinander gelegt, um das dann anständig zu koordinieren. Und dann fahren wir nach Hause und sind doch wieder irgendwie auch immer noch unstimmig, beziehungsweise der Fachmann hat es dann doch wieder anders verstanden, als der Architekt gemeint hat oder umgekehrt. Und dann wird wieder geplant und dann stellen wir eine Woche später wieder fest, es stimmt halt immer noch nicht. Ja? Und wir haben wieder ewige Anfahrtzeiten und diese Zeit, hey, die können wir uns sparen. Ne? Das können wir uns einfach sparen, indem wir da diesen schönen Workflow aufbauen. Und wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen, am Schluss werden die Modelle zusammengeführt, es passt alles, die Leitungen laufen sauber aneinander vorbei, die Durchbrüche sind an der richtigen Stelle. Wir bekommen echt fantastische Koordinationsmodelle, wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen. Und bei dem Projekt, da haben wir tatsächlich dann auch von Building Smart den BIM Champion Preis letztes Jahr gewonnen. Also das war wirklich auch eine schöne Auszeichnung, die man dann bekommt und eine Bestätigung für den Weg, den man geht. Definitiv, definitiv. Und ich meine, die Gespräche werden ja auch viel konstruktiver, weil wenn dann genau diesen Fehler, den du eben gezeigt hast, oder das Issue mit der Tür und dem Durchbruch, was zu nah liegt, dann sitzen halt 3 beteiligte Fachplaner da und einer sagt, hey, ich verschiebe meinen Durchbruch, oder der andere sagt, hey, ich kann die Tür auch einfach verschieben, wenn du deinen Durchbruch da unbedingt haben musst, weil das ist nicht so wichtig. So, ich finde es halt ultra konstruktiv und man guckt nicht mehr darauf, wer am wenigsten Arbeit hat, sondern man versucht es so gemeinsam zu lösen. Ja. Nicht jeder arbeitet so wie ihr, so mega detailtief in dieser Planungstiefe mit den Modellen. Wie sicherst du dir ab, quasi, dass auch die Modelle der Fachplaner quasi das liefern, was sie versprechen? Da ist tatsächlich am Ende prüfen. Das ist es dann tatsächlich. Ne? Also wir müssen da wirklich schauen, kriegen wir die Informationen und dann auch einfach mal in die Hand eben nehmen und sagen, hey, da stimmt noch was nicht, die Informationen benötigen wir noch, deine Modelldaten sind noch falsch, bitte arbeite es ein und dann eben auch
Sinn vermitteln und sagen, aber warum brauchen wir das denn? Ne? Wenn der Fachplan nicht den Sinn nicht erkennt, das zu machen, dann macht das natürlich auch nicht. Das ist eben das ganz Wichtige. Und auch nur Informationen abfragen, die man wirklich braucht. Und dann das Ergebnis zeigt dann eigentlich dann auch alles. Ja, das kann man so im Prinzip sagen. Ich habe mal gelernt, dass Qualität, Zeit und Kosten quasi die 3 Faktoren sind und dass meistens, wenn man einen ganz besonders gut macht, einer der 3 leidet. So, jetzt versuchen wir mal mit BIM quasi das gleichmäßig hochzuhalten, dass keiner mehr leidet. Das ist, wenn wir Änderungen quasi transparent nachvollziehen, wir haben so eine Historie über unsere Planung, über unsere Modelle, das klingt ja nach einem extremen Gamechanger. Also wir sind plötzlich in der Lage, auch zu argumentieren zu jedem Zeitpunkt, was halt getan wurde oder sich geändert hat. Somit kommt natürlich auch eine ganz hohe, ja, man macht Erwartungshaltungsmanagement, ne? Weil man alles belegen kann und keiner ist mehr so überrascht, wenn plötzlich die Kosten doch erhöht sind, weil sie rechtfertigt sind. Ja, es ist transparent. Es ist einfach transparent und das ist das Wichtige. Ja, und wenn man sich so ein Bild vorstellt, wir haben dieses magische Dreieck und in der Mitte steht das Modell. Und das Modell sorgt dafür, dass eben dieses Dreieck auch ein gleichseitiges Dreieck bleibt und nicht eben irgendwo in eine Seite ausbricht und die sich irgendwelche anderen Seiten verkürzen. Das ist eben der ganz große Vorteil. Ja. Vielen Dank, Florian, für den ganzen Input. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch mal auf die Vorlagsseite geschaut und da steht natürlich ein Riesenwort, und zwar Nachhaltigkeit. Ihr schreibt euch ganz dick Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wir von Allplan sind da natürlich auch dran. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen CO2-Generator, dass wir einen Fußabdruck berechnen können mit einem Python-Part. Was macht ihr, damit ihr das, was ihr euch auf die Fahne schreibt, auch einhalten könnt? Ja, tatsächlich ist es derzeit noch bei vielen Berechnungen sehr viel händische Arbeit, weil wir doch so viele Faktoren haben, die damit reinspielen, so viele Werte, die wir irgendwie miteinander vermitteln müssen, dass es doch jemanden benötigt, der sich damit auskennt und der es auch richtig dann zusammenstellt. Also wenn man jetzt bestimmte Sachen dann auch zertifiziert haben möchte oder wenn man auch Förderung haben möchte, dann muss man dann ein bestimmtes Zertifizierungssystem ja auch vorgeben. Also können wir nicht irgendwas ausgeben. Ja, wir versuchen da unseren Weg zu gehen. Wir gehen da tatsächlich auch eben auf die Kennwerte von der Ökobaudat zum Beispiel und versuchen das über das Modell dann auch auszuwerten. Also auch da versuchen wir unsere Modelle zu klassifizieren und somit im Prinzip die CO2-Bilanz dann rauszubekommen. Dem hilft uns da immens, oder in unseren Modelle hilft uns da immens, einfach mal die Sachen, die wir bisher berechnet haben, auch zu plausibilisieren. Also das Lifecycle Assessment oder Lifecycle Costs da tatsächlich zu plausibilisieren und zu hinterfragen. Also wir sehen jetzt hier ist ein Koordinationsmodell von einem öffentlichen Bau, den wir derzeit machen, hier im süddeutschen Raum. Und hier haben wir einfach mal analysiert, wie kriegen wir nach LCA-Zertifizierung oder nach LCA-Berechnung die Bauteile auch wieder so klassifiziert zusammen, damit wir sie auswerten können. Ich mache das noch, wenn ich weiß nicht, ob du das siehst. Und dann haben wir einfach Klassifikationen gemacht, das nach Außenwänden, mal gucken, nach Außenwänden, nach Innenwänden, Decken zusammen mal klassifiziert, Fundamente und Tragwerk zusammen, die Fenster und dann am Schluss noch die Türen. Das sind so die Hauptkostentreiber, auch in so einer Lifecycle Assessment Berechnung. Und dieses dann, und das ist eben das Schöne, wir haben die Informationen im Modell, wir haben ja auch die Mengen in jedem Bauteil schon drinstehen und haben dann hier diese Sachen dann auch gleich wieder nach Außenwänden eben ausgewertet. Wir kriegen dann genau raus, wie viel haben wir von der einen Wand, wie viel haben wir von einem anderen Thema. Wir haben hier Pakete dann gebildet. Die Innenwände kann man ganz gut auswerten. Jetzt haben wir hier sehr viel Trockenbauwände eben drin. Wir kriegen raus, welche Wand auf welcher Seite auch welche Beplankung hat und können da genau auch wieder unterscheiden. Und das ist eben das Schöne, je detaillierter so ein BIM-Modell ist, desto besser kann man natürlich auch auswerten. Aber das ist tatsächlich eine Detaillierungstiefe, die wir in unseren Modellen eigentlich schon in einer recht frühen Phase hat, weil wir mit Hilfe von Allplan haben wir sozusagen sogenannte Assistenten gebildet,
unseren Bauteilkatalog. Das heißt, der Planer braucht eigentlich nur noch nach seinem derzeitigen Wissensstand Bauteile abgreifen, kann sein Modell erstellen. Fundamente wird hier direkt ausgewertet und die Stützen. Zu guter Letzt vielleicht noch die Fenster, kann man noch anschauen. Also da auch wieder nach Größe Stücke. Und hier kriegen wir sogar auch noch dann die Fläche vom Fenster und die Glasfläche und somit kriegen wir auch den Rahmenanteil raus. Also sehr schöne Sache. Und das sind alles Informationen, die jetzt der oder die Planer gar nicht explizit angelegt haben, sondern Informationen, die einfach direkt aus dem Modell rauskommen. Ja. Hier vielleicht ergänzend noch dazu, ich meine, ihr habt eure Assistenten selber gebaut und ganz benutzerdefiniert angepasst. Für jeden Nutzer von Allplan stehen einen Satz an kostenlosen Assistenten von BIM Easy zur Verfügung. Da kann jeder mit starten und auch anfangen, die zu modifizieren, wie er möchte. Also man muss nicht direkt den Schritt gehen, wie Florian, dann seine eigenen Assistenten zu bauen. Ja. Man wird dann an die Hand genommen quasi. Ja, das hätte ich mir damals auch gewünscht, dass es sowas schon gegeben hätte, aber wir waren da halt als Early Adopter Vorreiter. Gab es in der Tiefe noch nicht. Aber eben die Dinge, ich habe es mir auch angeschaut, die sind super, weil vor allem, also man bekommt einfach schöne IFC-Modelle schon mal raus oder datenkonsistente IFC-Modelle. Die Wand wird als Wand exportiert und das Fenster als Fenster und das stimmt einfach. Diese Sachen stimmen schon und da braucht man sich erstmal keine Gedanken zu machen und kann sich wirklich auf sein tägliches Business da konzentrieren und muss nicht auf solche Sachen gucken. Es macht natürlich trotzdem Spaß, drauf zu schauen. Aber da muss man vielleicht auch ein kleines bisschen verrückt sein, um das zu mögen. Kann nicht jeder so verrückt wie wir sein. Nee, super. Ja, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Wo wir dann immer an Grenzen stoßen und sagen, hey, es kann nicht wirklich sein, dass wir da jetzt so wahnsinnig Zeit investieren müssen, sind diese ganzen Daten auch irgendwie wieder in einem Modell zusammenzuführen. Wenn man da zum Beispiel nach Österreich schaut, denen hilft ein allgemeingültiger Katalog, das ist glaube ich Elemente-Katalog oder so heißt der, eine ÖNORM. Da sind alle Bauteile, alle Materialien zusammengefasst und alle Informationen eben auch CO2, Footprint, ist alles dort hinterlegt und man kann seine Bauteile daran anbinden. Und das ist etwas, was jetzt zum Beispiel in Deutschland uns immens fehlt und wo ich da einfach auch eine Hoffnung in die Politik lege, dass wir da etwas bekommen, weil das kann auch wir als Mittelständler, wir sind ein paar Leute zwar, aber auch wir können es eigentlich nicht leisten, da jemanden oder ein ganzes Team abzustellen und diese Sachen zu ermitteln. Natürlich, und deswegen ist es sehr viel händische Arbeit, eben aber als Modell hilft uns da immens, diese händische Arbeit irgendwie ein bisschen dann auch zusammenzuhalten und nicht ausufern zu lassen. Ja, definitiv ein Themenbereich, wo wir auf die Zukunft hoffen können und ganz viele Lösungen noch. Ich freue mich da auch riesig drauf. Es werden immer mehr Lösungen angeboten und dass wir immer weiter weg von diesem, was du gerade gesagt hast, manuell ausrechnen. Das hört sich dann wieder so steinzeitmäßig an, aber es geht halt gerade nicht anders, weil wir halt so viele Daten zusammenbringen müssen. Ja, genau. Aber wer weiß. Wer weiß, wo wir in dem Thema in einem Jahr sind. Müssen wir uns quasi wieder treffen. Und dann reden wir nochmal. Können wir gerne tun. Also wirklich, ich glaube, da passiert auch sehr viel derzeit. Ja. Und wir als Allplan oder auch andere Softwareunternehmen oder eben Bereiche bei euch in der Nemetschek-Gruppe, die machen sich da schon Gedanken und da gibt es auch, man hat da auch schon Dinge, ich habe da auch schon Dinge gesehen, die wirklich sehr interessant sind und was auch ein Weg ist. Und da braucht man einfach verlässliche Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und wenn das funktioniert, auch die Zusammenarbeit nicht nur mit den Fachpartnern eben, sondern auch mit der Software und mit den Softwareherstellern, hey, dann machen wir auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne. Das war ein wunderschöner Schlusssatz. Ich hoffe, es hat euch da draußen genauso gefallen wie mir. Ich habe wieder viel gelernt und entlasse Sie somit in einen wunderschönen, produktiven Tag. Tschüss. Ja, auch von meiner Seite. Tschüss. Vielen Dank. Würdest du wieder in 2D planen wollen? Niemals.